Einen wunderschönen guten Tag an alle und einen angenehmen Samstag wünsche ich euch heute zur Runde 2. Ähm, ja, habe gerade schon die anderen Mitstreiter beobachtet. Durchaus positive Ergebnisse. Messlader hat Kuli mit 66 Punkten auf Platz 4 vorgelegt. Ich hoffe, dass ich die 66 Punkte vielleicht für den 8. Platz kriege sogar. Weil tatsächlich, weiß ich noch nicht, ne? Entweder es wird gut oder es wird richtige Katastrophe. Oh, grüß dich, Lars. Ja, also Inters auf jeden Fall muss ich eigentlich mitgehen. Ob es natürlich so funktioniert wie bei den Herren gerade eben, das weiß ich nicht. Sah auf jeden Fall sehr konstant und stabil aus bei Kuli. Und ja, wahrscheinlich dadurch, dass er ein, zwei Runden länger draußen geblieben ist, kannst du eventuell auf die Softs gehen wie der Lambo. Ähm, klar muss man dann anders fahren wie Jan, der ignoriert halt eben immer das, dass man dann die trockenen Stellen nutzen muss. Aber ja, mal schauen. Wie gesagt, deswegen habe ich jetzt gesagt, 12 Uhr, erste Lauf, wenn es komplette Katastrophe wird. 13 Uhr nochmal. Und wenn das auch nichts hilft, dann ganz spät heute Abend nach Fußball nochmal. Weil hier, glaube ich, deine Zeit hast du gefahren im Zeitenfahren, da hast du die Strecke komplett trocken werden lassen wahrscheinlich. Dass du da eine 33er Zeit oder sowas fährst. Ich weiß es halt eben noch nicht, ob das... Weil ich habe das Gefühl, wenn ich die Inters fahre, ich werde bestimmt wieder kaputt machen. Mal schauen. Ja, wie gesagt, erster Lauf ist jetzt angedacht. Inters. Dann mal schauen, wie es Renngeschehen ist. Ob Soft oder Medium. Und wenn das absolut nichts wird, weil ich bin halt nur am Driften, ne? Wenn das nichts wird, dann nochmals Nummer sicher mit Wets fahren. Weil tatsächlich die Strecke liegt mir auch im Trockenen nicht. Deswegen habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen. Auf jeden Fall werde ich nachher die aktive Stabilitätskontrolle anmachen nach dem Qualifying. Dann sollte eigentlich dieses Schleudern im Regen unterdrückt werden. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja auch erst der zweite Lauf, der funktioniert. So, Mario 78 haben wir dabei. Was gibt's für Punkte?
66 Punkte gibt es für den 6. Platz, also so ähnlich wie bei Kuli. Rapido. Rapido war, glaube ich, im letzten Rennen auch schon dabei. Eieiei. Okay, die ersten fahren schon mal mit Inters raus, das ist immer gut. Ist halt äußerst schwierig, ne? Dann im Rennen von Regen auf Trocken umzustellen. Ich glaube, da hat es der Erste gecheckt, dass er auf Inters unterwegs war. Warum lässt er da vorne so viel Platz jetzt? Oh, 1,32,9, da komme ich im Leben nicht hin.
Hund ist wieder viel zu langsam. Carsten, danke dir. Ich gucke, dass ich da an das Fenster komme, Lars, ja, tatsächlich. Ich glaube, von Runde 12 zu 13 ist Kuli rein, ne? Eine Sekunde ist schon wieder so eine Ohrfeige, ne? Aber hinter mir Rapido 118 Punkte. Jetzt ist halt die Frage, sind da jetzt wieder die Rennen von dem Vorrennen mit einberechnet oder hat er die im ersten Rennen geholt? Ja, sind erledigt. So, Nervenfutter, Tic-Tacs sind am Start. Ich weiß jetzt gar nicht, was es geworden ist. 8. Platz, glaube ich. Da 2 Plätze müssen wir gewinnen, um an Kuli ranzukommen. Ich hoffe ja, wenn einige jetzt schon auf Inters und Regen ins Training gegangen, ins Quali gegangen sind, dass vielleicht einige jetzt auf Softshorten, ich hoffe ja auf so 2, 3 Leute, wie bei dir, Lars, dass ich ein paar Plätze gut mache durch Fehler von anderen schon mal. Das wäre optimal. Der Puls steigt auf jeden Fall. Genau, Tic-Tacs für die Taktik. Oh, der Porsche, der sieht so aus wie der von Kuli gerade. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Ah, 7. ist es. Nee, 8. 7. Position 9. Ist da einer rausgeflogen? Weil da steht 9 und Position 10. Ich war nicht der Meinung, dass ich 8. bin. Vielleicht noch gelieft. Dann hoffe ich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ah, es wird doch so ein Genesis vor mir. Ah, Lars. Warte schon letzte Woche, ja doch, nee, diese Woche am Mittwoch. Hatte ich doch schon solche Scharmütze mit dem Genesis. Komm, alle wegdrehen.
Sehr schön. Ich glaube, der hat Vollwetz jetzt. Der kommt halt in dem Part jetzt besser zurecht. Bisher noch keine Reifenabnutzung. Diese Mikrodotzer, ne? Die haben mich jetzt wieder ausgebremst. Noch frische Reifen.
durch die Zweikämpfe beginnt jetzt die Nutzung. Du Sack. Den Ditcher konnte er sich nicht nehmen. Boah, mir läuft der Schweiß in den Achseln runter. Platz 9 ist dann ein bisschen Luft. Bei mir sieht es nicht so aus, dass es trocken wird, oder? Einfach mal Eier haben und daneben bleiben. Das macht doch Spaß.
Ich glaube, bis auf den ersten sind alle vorne in Sichtbarkeit, ne? Also wenn die jetzt alle auch noch weiterfahren, würde ich in die nächste Box dann Box reingehen und auf Gelb wechseln. Einen klassischen Undercut versuchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nach hinten mache ich Boden gut gerade. Gut, Lars, ich sehe immer bloß im Blickwinkel, dass du viel schreibst. Ich kann es aber tatsächlich nicht lesen. Strategietechnisch. Ich habe dich leider zu weit hinten platziert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt sind sie alle. Du hast da einen Überrundeter mit dabei. Jetzt, ja. Ah, Rot ist mir zu unsicher, ne? Nach hinten habe ich Luft. Ah, das ist der Bombe. Ein Platz verloren. Der andere ist ein bisschen weg. Besser hätte es nicht laufen können. Keine Platzierung verloren. Jetzt geht der erste, glaube ich, an der Box. Now it's time to shine. Da habe ich mich ein bisschen irritieren lassen. Ah, den hättest du ruhig mitnehmen können.
der Kurve haben wir es alle, ne?
eine fährt wo auf Inders vorne durch, oder was? Der hat so den nassen Dings mitgenommen. Ah, der kann nicht mit gebrauchten Inders fahren. Das sah auf jeden Fall merkwürdig gerade aus. Podium! Ja! Stark!
Da hat halt alles mit reingespielt. Halt weniger Fehler gemacht wie die anderen. Ja. Vielen Dank, Lars. Dankeschön, Carsten. Vielen, vielen Dank. Boah, was ein Ritt. Was ein Ritt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich muss erstmal durchlesen. Wunderschön, Lars Manöver. Radar. Dranbleiben. Wettfahrer. Ab jetzt EM, Hammer Time. Ansonsten länger auf Rot. Könnte passen. Easy, klassischer Mugen. Ja, so ein paar Dinger einfach so aussteigen lassen, ne? Und einfach andere Linie und dann wieder innen rein. Ging heute gut. Wie viele Pünktchen sind es geworden? Ante. Okay. 76 Punkte. Ah. Ich sag, bis auf die Eden, bis auf diese Mikro, aber da weiß ich nicht, ob das einfach bloß wie nennt man das? Die Latenz. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich hinter ihm fahre. Ja, klar, nah dran an der Stoßstange, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn berührt hatte. Ich glaube, das war der Red Bull Ferrari. Aber es beschwert sich keiner. Dritter Platz von 7. Also, ich gehe mal von aus. Das Softs. Ja, das ist gut möglich, aber bei dem Mazda müssen wir dann mal gucken, weil der ist mir zu viel so in den letzten Runden auf nass, auf die nassen Stellen extra gefahren. Der könnte Kandidat sein für mit Inters durchgefahren, ne? Was du mal gesagt hattest, Lars. Ähm, Jetzt habe ich die Punkte vergessen. 78 waren es, glaube ich, ne? Ja. Benny hatte 77, Kuli. Auf Kuli habe ich 66. 8 ist 12 Punkte gut gemacht auf Kuli. Das ist stabil. Hier vorne komme ich im Leben eh nicht ran an Paradox und Milner. Für die Lokale, ja, könnte es vielleicht auch dann so auf Platz 3 rutschen eventuell. Hier sind dann wahrscheinlich die Punkte schon wieder zu stark. Und hier mal gucken, in Leipzig. So, dann würde ich mal kurz sagen, gehen wir mal noch in die Rennen. Ja, also vom Fahrerischen war es wieder ultra spannend. Also hier so Momente mal hier wie bei Kuli, 2,5 Sekunden nach vorne, einfach mal so deine Ruhe genießen. Hatte ich ja, glaube ich, nirgendwo gehabt. Aber so liebe ich das, ne? So, natürlich gibt es wieder nur Müll als Belohnung. Und vielen, vielen Dank natürlich an alle, die reingeschaut haben oder noch dabei sind. Ich glaube, den hätte ich mir gerade so für Geld leisten können. Wenn ich den nicht sogar schon habe. Aber dafür, dass ich mir gedacht habe, dass es die größte Katastrophe wird, das Rennen, ist es
echt gut gelaufen. Hier klar, hier und da immer wieder so Schussfehler oder das eine, ich weiß gar nicht wer das war. Kuli hatte sich glaube ich auch mal in so einen Ausritt tragen lassen. Das habe ich leider auch getan. Aber Ergebnis ist top. Ich würde mal sagen, immer versuchen, den Hintermann anzupeilen. Ja, das war schön. Da habe ich schön die Innenbahn genommen. Das war wieder gut antizipiert, sich da innen zu halten. Weil manchmal habe ich ja auch schon hingekriegt, dass die mir vor der Karre sich gedreht haben, weil ich falsch angefahren bin. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Der hat Wet drauf. Der hat Intermediates drauf. Wir gehen mal ganz vor. Intermediates, tatsächlich der Belgier, der erste Wet. Rapido Intermediates. Wet Intermediates. Der hat sich rausgedreht. Ist er nicht noch am Ende weit vorgekommen? Ist das nicht der, der gewonnen hat sogar? Du willst mich doch verarschen. Moment, das muss geprüft werden. Ach, hör auf, der hat sich gedreht und hat dann am Ende noch gewonnen. Das ist ja krass. Uiuiui, also da, also ich glaube, wenn wir uns da wegdrehen, da ist dann nichts mehr mit. Stimmt, da war jetzt auch was gewesen. Ja, boah, da war ich auch froh, dass er sich nach links weggedreht hat, ne? Und hier, kurz vor Startziel, hatte ich so das Ding, dass meine innere Linie immer ein bisschen besser war. Ne? Bei dem mal die Boxen checken. Also er ist auf jeden Fall draußen geblieben. Klar, wenn du die Regentropfen hast prasseln hören, da ging irgendwie gar nichts mehr, ne? Da hast du keine Linie gehabt. Da war er, klar, er war dann jetzt wieder besser mit den Wets. Ach, ich finde die Beifahrerkamera immer geil. Also wer hier dann noch Cockpit fährt, ne? Mein lieber Schwan.
Oder vielleicht ist er auch durchgefahren mit den Internets. Ich weiß, ich kann. Also, wenn du überlegst, wir hatten ja alle eine starke Pace. Das ist ja jetzt nicht irgendwie. Ja, hier ist der Genesis dann vorbeigerutscht, das war. Das ist halt eben krass, ne, wie schnell sich dann innerhalb von den Parkkurven die Bremspunkte dann ändern, ne? Aber wenigstens rein von der Pace her konnte ich diesmal mithalten, halbwegs. Wie gesagt, vor dem Boxenstopp konnte ich ja, glaube ich, bis Platz 2 vorgucken. Und Gott sei Dank haben sich dann nicht bei mir, so wie bei Kuli, dann Trockenreifenfahrer dann nochmal stark verbessert. Dass die dann nochmal irgendwie rankamen oder haben sich dann halt vertan. Das kannst du halt dann gut machen, ne? Dass du die Leute dann, wie ich, habe ich ja dann auch versucht, wenn jemand angreifen wollte, die so weit wie möglich in die Regenstellen zu drücken. Oder nicht zu drücken, aber zu führen. Ich glaube, der schießt jetzt vorne raus. Nein, doch nicht. Ah, den ja doch, der ist ein bisschen überdingst. Ja, hier sind die auch alle viel später erst auf die Bremse gegangen. Da habe ich mir nicht getraut. So spät auf die Bremse, weil ich dann Angst hatte, jedes Mal hier rauszurutschen. Ich glaube, mit den Sepp hatte ich dann so ein bisschen Probleme gehabt. Das war auch so ein Ding, Rapido, da wollte der, glaube ich, ein Dings zurück überholen lassen. Wollte ich mir nochmal angucken. Hä? Ja. Das war dumm, was er da, das darf er nicht machen. Also für mich gut, ja, aber der hat ja hier, ich glaube, der kriegt noch eine Position weg. Ja. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah, das hat sich bei mir gar nicht so angefühlt, dass ich einen Stoß gegeben habe, tatsächlich. Hier auch. Aber hier war das, glaube ich, wo ich dann wieder dazwischen komme. Ja. Das war geil, da freut man sich immer als Racer. Klar, beim Anbremsen 2 Positionen verloren. Das liebe ich. Komm nochmal. Klar, lieber auf Nummer sicher angebremst. Zack.
waren beide sogar in und einfach stur meine Linie gehalten. Ach, fetzt schon. Das ist aber auch eng, ne? Das ist einfach eng. Ja, aber kann ich froh sein, dass ich solche Mitfahrer hatte. Weil hätte mich irgendeiner irgendwo mehr gehittet, dann dreht man sich schnell mal und dann war's das, ne? Guck mal, der ist jetzt schon wieder auf 8 vorgefahren. Ja gut, der hat auch eine Pace gehabt, 3 Sekunden langsamer, 3 Sekunden. Ja, durch den Zweikampf, ne? Ist er dran gekommen. Das war der Genesis, ne? Ne, das ist keiner. Naja, der hat sich weggedreht. Konnte dann seinen Stiefel fahren. Wir haben uns hier bekämpft. Der hat die besten Zeiten ohne Ende. Gut, kann schon möglich sein, ne? Dass der wahrscheinlich so wie Kuli so lang wie möglich und dann mit den Roten ordentlich pushen konnte. Obwohl die Reifen sehen eigentlich, der hat sogar mehr Abrieb. Da habe ich eigentlich auch gedacht, dass er mir eine Karre fährt. Weil ich da ein bisschen einbremsen musste. Das war schon eine Ritt, vor allem wenn du dann noch hinterher fährst hier. Die Ante. Ich glaube, Rapido verbremst er sich jetzt nicht hier. Ach nee, da hat er sich reingebremst. Schiebt ihn raus. Ah. Ach, das war der mir einen Tipp gegeben hat. Ja. Boah, da war ich auch froh, dass ich nicht rausgerutscht bin. Komplett. Hier bin ich immer auf Nummer sicher gegangen. Und stellenweise bin ich auch viel besser durchgekommen. Na gut, der ist jetzt vor mir. Müsste ich ja sehen, wann er... Auf jeden Fall ist er später wie ich, weil ich bin ja von den ganzen Pulk als erstes rein. Ich glaube, vor mir war kein anderer. Das war halt gut, ne? Ich bin ja, glaube ich, als 8. oder 7. rein. Können wir ja gleich mal gucken, was die so, auf was die wechseln. Das hat man ja so nicht im Auge. Meintest du das mit den klassischen Mugen, wo ich den jetzt abschieße? Also nicht abschieße, er sich. Ah. Das sah merkwürdig aus. Moment. Oder war das ein Schlag vom...
das war ein Schlag vom Körper. So, und dann hatte ich ja das erste Mal jetzt ein bisschen Luft. Gefühlt. Nach Route 7. Ich bin tatsächlich der mit am wenigsten Verschleiß hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, diese Regenphase, die hattest du nicht, Lars, oder die anderen? Weil da ging es nochmal mit abgefahrenen Inders, das war nochmal sehr, sehr schwierig gewesen. Kurve nach hinten war immer noch. Dass dann Runde 8 nochmal so auch gefühlt die Regenwand war auch sehr, sehr spät erst weg irgendwie gefühlt. Da hatte ich schon Angst, dass ich ja, da hatte ich schon Angst, dass die bei mir nicht so schnell weggeht wie bei euch, dass sich da wieder komplett das ganze Strategie-Dings ändert. Also habe ich zumindest vor uns beim Zuschauen nicht so wahrgenommen. Ja, ich kann auch froh sein, dass halt hinten, also ich sag mal so hinterm 8. Platz, hinterm 9. Platz dann so große Lücken aufgesprungen sind. Dass ich nach dem Boxenstopp nicht gleich wieder in irgendein Feld gekommen bin und der Lambo, der vor mir war, der Einzige, der mich gekriegt hat nach dem Boxenstopp, hat sich ja dann selber rausgedreht. Das mag ich immer, die Leute so einen Fehler zu zwingen, weißt du, anzutäuschen, jo, ich halte jetzt daneben. Ich lieb's. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, bei den einen oder anderen Fehler hat das auch mit reingewirkt, ne? Dass ich da immer so ein bisschen antäusche, aggressiv reinzufahren und sie dann aber aussteigen lasse. Hier hatten sie immer viele Probleme, ne? Deswegen bin ich halt immer schön weit innen geblieben. Ja, hier hatte ich eigentlich gedacht, dass er vielleicht weiter rauskommt. Weil Lars, du weißt ja, wie es am Mittwoch war. Wenn du dann auf einmal so rausträgst und du kannst nichts machen, ne? In der Bergauf rechts, wo es uns Beta abgeworfen hat. Da bist du nur noch Beifahrer. Ja, und die vorne, ich kann ja mal gucken, mein Boxenstopp steht ja gleich an. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja. Bis zum 2. Platz konnte ich vorgucken. Also von der Pace her war es gut. Wahrscheinlich auch aufgrund der Witterungsbedingungen, aber ich glaube Zeitstrafen hatte ich gar nicht.
Das ist immer gut, weil das hätte ja ein bestimmtes Genick gebrochen. Wenn du da so mal eine Sekunde eingebremst wirst, sind dann wieder 2, 3, 4 Autos vorbei. Ja, und strategietechnisch war das, glaube ich, das Beste, was ich entscheiden konnte. Den Pulk da vorne fahren lassen. Und ja, auch die kleinen In-2 Ausritte dann nach dem Boxenstopp. Ich glaube, die hätten mich zwar weiter an den zweiten Platz rangebracht, aber ich glaube, da vorne wäre ich nicht vorbeigekommen. Aber als Zuschauer sieht das immer, also jetzt in der Position in der Wiederholung, sieht das Gefahre eigentlich immer viel sauberer aus, wie es eigentlich sich anfühlt. Wenn du dann hin und her zuckelst mit dem Lenkrad. Ja, schade, dass du in der Wiederholung auch nicht die Abstände siehst, ne? Oder auch diese ganzen Sachen, die sie jetzt hier reingepatcht haben, ne? Mit dem Update. Hier, dass du siehst, welche Reifen das ist alles bloß im Karrieredings, ne? Das siehst du irgendwie in den ganzen Multiplayer-Events, siehst du das nicht. Sektor-Bestzeiten-Tabelle, welche Reifen sie drauf haben. Das ist schade, dass das noch nicht hier, wo es wichtig ist, mit implementiert ist. So, jetzt ist Boxenstopp. Der Eli ist auf 6. Boah. Also da könnte ich ja definitiv im Cockpit nicht fahren. Das ist ja so eine dunkle Folie. Was hatte er? Abgelutschte Intros. Weil wenn der sich verabschiedet, gehen wir dann mal vor zu den Kampfgruppen. Ja. Da war er weg. So. Oh, die sind aber schon. Nee, also durchgefahren ist er definitiv nicht. Jetzt geht er an die Box. Als Fünfter. Der kann dann wirklich auf Soft gewechselt sein, ne? Ne, auch Medium. Der war einfach so stark. Na gut, ja. Hätte nicht sein müssen. Das war ein Überrundeter. Ja, hatte ich ja dann eigentlich gut Abstand. Eine 39,0.
hatte ich eigentlich gedacht, dass das einer ist, mit dem wir kämpfen. Ja, das war der Undercut, ne? Ich glaube, die vor ihm. Die gehen jetzt alle in die Box. Der Dreamcatcher Crusher bleibt einfach zu lange draußen. Ach ne, der war schon in der Box. Okay. Ja. Die hat er einfach gekriegt. Boah, den habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der 3 Sekunden hatte. Kann aber vielleicht sein, dass der erste ja auch, ich weiß gar nicht, ob der Dream Crusher... Ah, der hat sich abgeschossen. Deswegen. Ja, ja, ja. Da hat sich einer dann einen Ast gefreut. Ja gut, aber hier hatten halt viele das Problem gehabt, ne? Vor mir haben sich ja dann auch so viele noch rausgeschmissen. Ante ist weich gefahren, mittel. Ja, bei ihm war es komplett vorbei dann. Bei ihm war es komplett vorbei. Eieieiei. Das wie ich glaube, beim Jan vor uns auch gewesen. Wie beim Jan gewesen. Eben mal gedreht, dann wurde der Wurm drinne. Oh. War da der Dirty Move? Ja, ein bisschen rein. Ja, ja, ja. Das war der perfekte Stop. Ja. Ja, und dann rein pace-technisch, ne? Und grüß dich, Yibi. Yibi sie? The car is, er hat auch einen Fehler gemacht. The car is Ferrari. Was ist er? Ja. Ja. So zack, und dann deswegen war der vorne auch weg. Jetzt fährt er ihn, glaube ich, noch in die Karre. Der ist auf weich, der Genesis. Hier, wo ich Fünfter dann war, habe ich mir gedacht, jo, das kann was werden mit Top 8. Aber dass natürlich dann noch weiter vorgeht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, Ante war dann auf 2, ne? Ja, der hatte Beiche drauf. Ne, Quatsch, er war's, Mats war's. Der ist ja dann immer in diese Regendinger gefahren. Ach stimmt, hier hat sich, der ist glaube ich geradeaus einfach gefahren.
weil er aufs Nass gekommen ist, zu spät gebremst. Naja, viel zu spät. Viel zu spät. Da bin ich schon viel weiter früher vom Gas gegangen. Genau, der Corsa geht dann noch nach hinten. Exakt hier. Ja. Und da war es dann Platz 3. Genau. Und die Franzosen haben sich dann hier und da gegenseitig schwer gemacht. Da hatte ich eben mal die Befürchtung, dass die rankommen, weil es purzelte bitte wieder und dann wurde es aber dann doch wieder über 2 Sekunden, dann über 3 Sekunden. Also, ja. Selbst wenn dann noch was geschehen wäre, 6. Platz wäre auf jeden Fall safe. Oder er hat hier auf der Geraden geguckt, ob er schon außerhalb der Linie fahren kann. Ich habe mich halt gewundert, weil er direkt in Dings gefahren ist. Stimmt, das war hier der Wolfi. Man freut sich ja immer, wenn so eine gelbe Flagge gewunken wird, ne? Hat ja ein paar Plätze immer gut gemacht. Ja, und das waren dann die Scharmützel mit den beiden Franzosen. Wo sie sich dann Zeit gekostet haben. Sich nicht sogar noch in der Karre irgendwo fahren. Weil Genesis ist mit Weich. Ach ne, beide mit Weich sogar. Da hatte ich aber Glück, ne? Ja gut, ich hatte frischere gelbe. Ja, aber tatsächlich, also entweder weiß nicht, ob es an seinem Fahrstil liegt, aber... Ah ne, der ist ja auch Medium gefahren, der ist ja gar nicht weich. Ja, ich glaube, weich wäre nicht. Jetzt habe ich wieder einen großen Vorsprung auf einmal. Ne, sah bloß aus. Ich habe auf den anderen geguckt. Cisco, grüß dich. Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, tatsächlich muss ich wahrscheinlich in Formel 1 Rennhelm und Nagel hängen. Gran Turismo läuft besser. Gran Turismo lief heute echt gut. Von P7, P8 auf P3 vorgefahren im Regenchaos. Ab Runde 11, 12 musste man dann aufs Trockenreifen. War halt eben noch da hingen sie beide ran. Aber ich kann mir vorstellen, die Roten wurden dann auch langsam unangenehm. Ne? Also ich glaube, mit Medium warst du da gut dran. Habe heute Fahren ohne Traktion geübt. 3 Stunden. Ich habe jetzt 4 Runden am Stück ohne Tränen. Hast du das für dich im Rennen oder so gemacht oder im Zeitfahren? Kannst
Kannst du da schon was sagen? Wenn du eine saubere Runde fährst, fährst du dieselben Zeiten wie Traktion mit Traktionskontrolle oder verlierst du da noch zu viel? Ja, hier hat er sich immer durch. Da wird er reingefahren. Ja, die geben sich jetzt. Deswegen hatte ich dann am Ende, glaube ich, so 4 Sekunden wieder Abstand gehabt, was dann so ein bisschen den Druck genommen hat für die letzte Runde im Zeitfahren. Ja, hier, ich weiß nicht, ist hier, ja doch, ist immer noch feucht aus, ne? Immer noch feucht. Aber dass die sich da auch nicht so in die Karre fahren, ne? Ich glaube, die meisten Dreher waren eigenverschoben. Die Franzosen. Ich hätte den viel weiter innen gedrückt. Aber bist du auf demselben Niveau schon, wenn du eine saubere Runde fährst, oder ist es noch grundsätzlich viel zu langsam? Im Rennen ist übel, habe ich auch versucht, da 3-4 Runden mit. Ja gut, 90, also ich glaube, was fahre ich denn? Wenn ich jetzt hier mal so die Lackierung oder sowas, da fahre ich auf 85 und das ist schon mit Fahrhilfen, wie ich es fahre, schon knackig. Ist da noch jemand dran? Nö. Sah jetzt so aus, als hätte der Schubs gekriegt. Ja, und er ist dann. Aber er fährt auch, wenn man so guckt, er fährt auch eine Sekunde schneller. Wie der Rest. Zeitfahren, gleiches Niveau. Okay. Dann, ja, ist ja erst Samstag, ne? Ja, okay. Jetzt weiß ich schon, woher die 4 Sekunden dann kamen. Aber er hat ihn wieder vorbeigelassen. Uff. Wurde er angeschoben? Nee. Tja, das ist ärgerlich in der letzten Runde. Das ist Schwein, dass da nicht noch andere war. Halt so noch kein Rennen. Ja, das kannst du, also für mein Verhältnis würde ich das wahrscheinlich wirklich bloß in den Open Lobbys vielleicht machen, ne? Und im Wettkampf vielleicht eher weniger, weil du dadurch eventuell durch Dreher und sowas ja den anderen schaden könntest. Ja, aber es ist doch schön, dass du dir das zutraust, das zu üben. Mehrere Stunden lang. Und irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du dann wahrscheinlich auch so ohne alles dann vielleicht auch starkes Pensum wie Hühnchen oder Schildkröte, Kuli. Das wäre es ja dann am Ende, wenn sowas mal rausspringt. So, jetzt will ich aber mal gucken. Der Marz ist auf 4 gestartet. Lars, das ist hier so Last to First Fahrer. Glaube ich. Der ist ja sogar schon von hinten gestartet.
Ist ja nicht nur so, dass er einen Dreher gehabt hat. Das ist wahrscheinlich einfach bloß so ein Fahrer, der ultra schnell ist und einfach von hinten starten möchte. Okay, das ist schon mal ein Anfang, was du an Zielen hast. Da war ich froh, dass ich so unter den Top 10 gestartet bin, ne? Ah, ja, okay. Aber trotzdem als letzter gestartet mit so einem Vorfall. Na, Wolfi hat es nicht hingekriegt. Das war wahrscheinlich nicht unser Wolfi. Aber ja, ich glaube, der hat es drauf angelegt, von hinten zu starten und durchs ganze Feld zu kommen. Der hatte einfach eine brechende Pace gehabt. So, aber ich würde sagen, da sind wir durch für heute. Erste Rennen wunderbar, super gleich funktioniert. Ich hatte eigentlich 13 Uhr nochmal mit einer anderen Strategie dann geplant. Aber von Inter auf Medium hat voll gepasst. Auch vom Timing her hat das bei mir wunderbar geklappt. So. Ja, natürlich musste sich jetzt das Headset wieder abschalten, kurz vor der Verabschiedung. Ja, 7 Punkte mehr sind es jetzt wie im letzten Rennen. 78. Heißt dementsprechend auch im nächsten Rennen nochmal stärkere Gegner. Das wird spannend. Aber tatsächlich diesmal hat mir das Rennen ein bisschen geholfen, auch wenn ich ein bisschen Bammel hatte, weil ich die Strecke eigentlich nicht so gerne mag. Aber ja, 3. Platz ist es geworden. Perfekte Ausgangslage und mal gucken, was so die Konkurrenz macht in Leipzig, Sachsen und Umkreis. Dass es vielleicht in die eine oder andere Silberposition rutscht. Ja, das soll es aber hier jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt. Cisco, vielen Dank. Toi 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 weiterhin beim Trainieren und mal gucken, was am Dienstags wird. Ne? Ich gehe mal von aus, dass, wenn das so weitergeht, du dann irgendwann mal, wenn du es langfristig halten kannst, starker Konkurrent wirst in der Season. Muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwo was finde an Zeit. Sonst bin ich noch Platz weiter hinten. Aber mal schauen. Genau, wie gesagt, Cisco, vielen Dank. Jivi, auch vielen Dank an dich fürs kurze Reinschauen. Lars, vielen Dank für das viele Kommunizieren, auch wenn ich das immer nicht so im Blick habe, leider auf dem Tablet. Carsten, auch an dich, vielen Dank fürs Reinschauen und an alle Neuen, wenn es euch gefallen hat, gern Like und ein Abo da lassen, würde ich mich sehr freuen und auch gerne unten in der Videobeschreibung bei den Mitstreitern vorbeischauen. Beim Lars, der ist schon gefahren, Jan ist schon gefahren, Kuli ist schon gefahren, CH-Player, der Chris, da muss man noch gucken, ob dann noch was kommt. Eher schwieriger heute, weil beschäftigt, aber trotzdem gerne beim alten Video vielleicht vorbeischauen, beim Lauf und ja. Vielen Dank und ich wünsche noch euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao!